Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Einmal meine Projekte von der Handarbeit. Dienstags kommt ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Handarbeiten. Nur als kleine Info. Ja, ich habe mal ein altes Projekt nochmal hervorgeholt. Du siehst es, es wird jetzt mit einer Vierernadel gehäkelt und ist in der Bobblebox von Miss Pipinella. Das ist aber ein Garn von den Märchengarnen. 260 Gramm, die Märchengarne, und das ist dieser Flieder-Weiß-Verlauf. Da steht nochmal da stehen nochmal die Farben und 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Ja, angefangen hatte ich das Ganze mit einer 3,5er Nadel, aber wie gesagt, weiter geht es jetzt mit der 4er Nadel. So. Ja, das war ja der Anfang meiner vorherigen Decke, oder sollte eine Decke werden, nur mit Musterverlauf. Und ja, da habe ich jetzt das Muster weitergeführt und noch ein neues dran gemacht die Woche. Und ja, schauen wir mal. Oben drüber würde ich jetzt gerne noch ein Muster mit Luftmaschen und Stäbchen machen. Also hier, das ist ja auch Luftmasche und Stäbchen, aber halt mit Bögen. Mal gucken, wie sich das ergibt. Und ja, dann wächst die einfach mal so ein bisschen weiter. Ich hatte es dir das letzte Mal gezeigt, da war ich hier. Und wie gesagt, der eine Mustersatz hier, der kam dazu. Ja, da habe ich doch dann nichts Neues angefangen, sondern ich dachte, ich mache erstmal das fertig, was ich angefangen habe. Und das ist ja dann genauso gut. Dann habe ich nicht so viel hier rumliegen. Und immer wenn mir danach ist, kann ich einfach nach der Decke hier greifen. Ja, das ist auch schon das erste Projekt gewesen. Ich habe ja mit einem ganz normalen Quadrat gestartet, dann die Reliefstäbchen, dann dieses Granny-Muster und dann das Lochmuster. Und wie gesagt, jetzt kommt dann noch mal mit 3 Reihen ein Mustersatz oben drauf. Mal schauen. Ja, dann habe ich auch noch an meinem Tuch weitergehäkelt, was ich dir letzte Woche gezeigt habe. Das wird gehäkelt mit einer Dreiernadel und das ist auch ein Bobbel von den Märchengarnen, 250 Gramm, vierfach. Dieser hier ist auch vierfach. 50 Baumwolle, 50 Polyacryl, und zwar die Nordlichter. Da bin ich jetzt gerade so bei dem schön kräftigen Blau und dem Grün. Und den Projektbeutel stelle ich mal rüber, dann sieht man den schöner. Und da bin ich jetzt soweit. Ja, also einmal ein Farbwechsel von einem Faden ist drin. Hier ist schon zweimal dieser blaue Faden, also zweimal das Apfelgrün und zweimal der blaue. Und ja, es wächst fleißig vor sich her.
Ich habe es dir das letzte Mal hier gezeigt, da war ich noch ganz am Anfang. Und die Mustersitze hier sozusagen, die kamen jetzt dazu. Ja, das da ist auch ein sehr schönes Muster. Wie gesagt, es besteht aus 3 Reihen, dieser Mustersatz. Und sowas Ähnliches, das gefällt mir gerade sehr gut, würde ich auch gern hier bei der Decke mit einfließen lassen. Aber ich muss mal gucken, wie ich das am geschicktesten mache. Denn wenn wäre das ja dann nur sozusagen diese 3 Reihen. Ich glaube, das wäre ein bisschen wenig vielleicht. Sieht ein bisschen, naja, aus. Ich muss mal in meinem Musterbuch gucken, denn ich habe so ein großes, dickes Musterbuch und mal gucken, ob ich da nicht noch ein schönes Muster drin finde, das ich hier einfach ansetzen kann. Also hier bei der Decke. Mal schauen. Ja, aber so gefällt mir das auch sehr gut. Ist ein schöner Verlauf. Ich bin gespannt, wenn ich hier in die Farben komme. In dieses Taube Blau, Blau oder dunkleres Blau, Blau-Lila mit dem schönen knalligen Blau hier dabei. Mal schauen, wie das dann wird und wirkt. Ja, das war die zweite Sache, an der ich gearbeitet habe. Und dann, ich habe noch an 2 Sachen gearbeitet, aber die haben jetzt nichts mit dem Häkeln zu tun, sondern ja, sind zwar auch Handarbeitssachen, aber nichts mit dem Häkeln. Einmal hier meine Decke, meine Tischdecke, der Tischläufer mit Lavendel. Ich weiß nicht warum, aber letztes Mal habe ich ja dauernd Flieder zum Lavendel gesagt. Warum auch immer. Es ist Lavendel. Ja. Aber gut, das passiert. Hier hatte ich ja keinen Maschenmarkierer oder sowas dran gemacht, weil ich dachte, das werde ich verlieren. Es sind überall die Haare meiner Hündin dran. Auf dem Weiß sieht man das sehr, sehr gut. Sie ist halt da sehr, wenn ich das in der Hand habe, kommt sie immer und legt den Kopf auf den Schoß und da liegt dann aber auch der Rest von dem Stoff. Und ja, da lässt sich das leider nicht vermeiden. Oje. Sie ist halt ein Labrador, ein Schwarzer. Und ja, genau, sieht man halt sehr auf schwarz einfach. Auf weiß. Ihre Haare, ihr Fell. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so das Stückchen kam jetzt dazu. Im Sticken bin ich nicht so geschickt. Das ist ja, ich habe Sticken gelernt in der Schule schon und auch von meinem Elternhaus. Das waren bei uns irgendwie Grundsätze, die wir können müssen oder sollten, nicht müssen, sollten. Ja, das ist genauso wie ein Knopf annähen oder sowas. Ja, das waren Sachen, die haben wir beigebracht bekommen. Und ja, aber wie gesagt, Sticken war eher meine Schwester sehr begeistert und die konnte das auch, also ratzfatz. Die hat so ganze Bilder gemacht, hat sich auf so einen Block die Kreuze gesetzt und hat das dann einfach auf so einen Stickstoff übertragen früher. Und ganz, ganz toll hat sie das früher gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch stickt, aber ich könnte es mir schon vorstellen. Ich muss sie mal fragen. Ich weiß, dass sie häkelt auf alle Fälle. Ja.
Genau, ja, auf jeden Fall bin ich da nicht so schnell, aber ich finde, das ist ganz in Ordnung. Ich habe da jetzt, ich glaube, das ist der 3. Faden. Ja. Und die Stelle, wo so ein bisschen schwierig war vom Druck, die ist auch ganz gut geworden. Von daher, ja. Ich muss wirklich ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt, wie es so warm war, die Sachen nicht in die Hand genommen oder nicht viel in die Hand genommen, sage ich so, weil es ist wirklich so, dass der Druck von dem Körperschweiß bei dem warmen Wetter sich halt so ein bisschen löst und auch schwächer wird. Auch die Sonne bleicht ihn aus. Ich meine, wird ja warm. Und ja, ich muss auch immer aufpassen bei meiner Hündin mit ihrem Kopf. Ja, dass sie da nicht ihre Lefze drauf hängen lässt. Ja, auf jeden Fall das Stückchen kam so dazu. Für die kommende Woche dachte ich hier vielleicht auch noch so ein bisschen die Schleife. Mal schauen. Macht mir sehr viel Spaß. Ich finde es sehr entspannt. Ist eine schöne Abwechslung. Und ich habe gemerkt, wenn ich noch mal was anderes mache, bin ich auch sehr viel lieber jetzt wieder am Häkeln. Warum auch immer. Vielleicht habe ich das einfach so ein bisschen gebraucht, dass noch ein bisschen Abwechslung mit reinkommt. Und apropos Abwechslung, ich habe auch noch an meiner Weste gestrickt. So. Die stricke ich ja hier mit diesem Gründel Pretty. Ich glaube 6er Nadeln habe ich drin. Und ich glaube, das ist 100%. Wo steht es denn? Stand doch hier. Ja, Polyacryl. Das erste Knäuel ist leer. Und das zweite Knäuel, siehst du, ist angefangen. Genau, mit 6er Nadeln. Und ja, auch das macht mir viel Spaß. Es war jetzt ein bisschen geknickelt, aber gut. Wie gesagt, zweite Knäuel. Ich habe jetzt einfach mit einem Knoten hier gearbeitet. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Ich war froh, dass er auf der Innenseite gelandet ist und nicht außen. Da muss ich das nächste Mal drauf achten. Beim Häkeln kann ich den einfach verhäkeln, wenn ich knote. Aber da lasse ich ja meistens den Faden eine Zeit lang mitlaufen. Aber beim Stricken wusste ich jetzt nicht genau, wie ich das machen soll. Also habe ich Knoten reingehauen. Ja. Aber ich finde, auch hier ist einiges passiert. Ich muss mal gerade gucken. Hier war der, oder ist der Markierer. Und das Stück kam dazu. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das auch so viel Spaß macht. Also wirklich schön. Ich meine, ja, für eine Woche. Andere sind definitiv schneller. Ist aber nicht schlimm. Ich mache das ja für mich. Und ich finde das soweit top. So. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich meinen Faden da nicht mitnehme. So. Sehr, sehr schön. Ja, ich meine, es sind auch 6er Nadeln. Es ist eine große Nadelstärke. Und da geht auch ein bisschen was voran. Ich war jetzt schon am Überlegen, ob ich nicht irgendwas mal mit einem Bobbel starte, weil ich glaube, das lässt sich noch mal ganz anders stricken als dieses dickere Garn. Aber da habe ich mich noch nicht dran getraut. Ich will das ja erstmal noch ein Stückchen weiterbringen und auch an meinem Tuch weiter häkeln und auch weiter sticken. Und dann ja,
denke ich mal, traue ich mich, wenn ich da ein bisschen sicherer geworden bin, vielleicht auch an andere Sachen dran zum Stricken. Ja, denn ich finde es immer ganz toll, wenn dann die Leute mit den Strickpullis mit dieser Rundpasse Sachen anhaben oder dieses diese norwegischen Muster da am Pulli haben. Ja. Und dafür, das möchte ich auch irgendwann können, sagen wir so rum. Ja. Ich würde es gern irgendwann können. Und dafür übe ich halt ein bisschen. Ja. Ich meine, man sieht bei mir halt sehr die Fadenspannung, aber das kommt dann auch immer darauf an, wann ich es in die Hand genommen habe und ob das linksrum oder rechtsrum gestrickt ist. Denn bei den hier in der Innenseite das fällt mir ein bisschen schwer. Da bin ich noch nicht so geübt drin. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm, finde ich. Ja, und ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwie so Stopper für die Nadeln kriege, weil ich stopfe das immer in die Wolle, aber wenn ich alles rausziehe, habe ich immer Angst, dass mir das irgendwann von der Nadel gleitet. Genau. Ja, aber trotzdem. Nichtsdestotrotz, das sind meine Handarbeitssachen von dieser Woche. Ich bin super zufrieden und ich liebe es, dass mir das alles so eine Freude gemacht hat die Woche. Muss ich wirklich sagen. Also sehr, sehr schön. Mein Kopf ist auch wieder so ein bisschen voller mit den Ideen vom Häkeln und Stricken oder eher vom Häkeln. Wie gesagt, beim Stricken kenne ich mich noch nicht so aus. Und das freut mich persönlich sehr. Ja, dann kannst du gerne mal berichten, was du so die Woche gehandarbeitet hast. Ob du vielleicht auch schon mal diese Rundpassen und sowas gestrickt hast und wie sich das stricken lässt. Ob das relativ okay ist für einen Anfänger oder ob man da wirklich, so wie ich mir das vorstelle, ein wenig Übung für braucht. Aber gut, Übung macht den Meister. Was will man sonst machen? Und irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, du kannst mir ja gerne mal berichten. Und dann hoffe ich, du hast noch einen wunderschönen Tag. Genieß die Zeit. Hab ein wunderschönes Wochenende. Bleib gesund. Und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Däumchen nach oben da lässt. Und das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss.